Awareness ist, dass mir das bewusst wird, dass ich erkenne, okay, die Dinge, die ich über mich denke, sind die wahr? Die Dinge, die ich über mein Kind denke, sind die eigentlich wahr? Die Dinge, die man mir erzählt hat, sind die eigentlich wahr? Stimmt das eigentlich, was ich im Fernsehen sehe oder was mir Politiker erzählen, was mir meine Freundin heute gesagt hat? Stimmt das eigentlich? Und was macht das mit mir? Wie fühle ich mich bei dem Gedanken? Wie fühle ich mich bei dem Glauben? Will ich das eigentlich glauben? Und auch hier mag ich dir einfach unbedingt sagen, du bist 100% verantwortlich für das, was du denkst, was du fühlst und wie du handelst. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, so schön, dass du hier bist. Bevor wir gleich loslegen, habe ich eine ganz große Bitte an dich. Meine Vision ist es nämlich, dass Kinder frei werden dürfen. Frei von Angst, frei von Gehorsam und frei von beschränkenden alten Glaubenssätzen, die sie klein halten. Doch damit Kinder frei werden können, müssen wir Eltern, besonders du als Mama, zuerst frei werden. Frei von den alten, nicht dienlichen Denk-, Sprach- und Handlungsmustern, die dich selbst begrenzen. Frei von deinen alten Prägungen und inneren Konflikten, die sich, wie du weißt, in der Regel ja erst in stressigen Momenten so richtig zeigen. Damit nicht nur du selbst keine Folge mehr verpasst von Loslassen und gemeinsam wachsen, sondern auch die vielen, vielen kostenfreien, hilfreichen Impulse mehr Mamas erhalten können, die sie vielleicht heute ganz dringend brauchen, bitte ich dich, dass du jetzt direkt auf Folgen drückst. Ich danke dir so sehr dafür. Und jetzt, lass uns loslegen. Hallo mein Lieber, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist zu dieser Episode rund um die Glaubenssätze. In meiner Community Verbunden Sein, in der sich Frauen verbinden, die den Weg der bewussten Elternschaft gehen, die mehr Klarheit wollen über ihr Leben, sich wieder mit sich verbinden wollen und mit anderen Frauen verbinden wollen. Mehr dazu an anderer Stelle und natürlich auch in den Shownotes kannst du einfach auf den Link klicken und dich zu Verbundensein informieren, wenn du magst. Wir werden nämlich die Tore wieder öffnen, Anfang April. In meiner Community jedenfalls. Da hat eine Mama neulich geschrieben, oh mein Gott, wenn ich mir vorstelle, welche Glaubenssätze ich meinem Kind übertragen habe, dann wird es mir gleich ganz anders. Glaubenssätze, das ist so ein unfassbar großes Thema. Denn unsere Glaubenssätze bestimmen wirklich unser ganzes Leben. Ich denke, dir ist es auch schon so oft so gegangen, dass du irgendetwas über dich selbst gedacht hast, ohne es wirklich zu bemerken. Vielleicht hast du dich im Gedanken abgewertet. Vielleicht hast du sowas gesagt wie, ich schaffe das eh nicht. Ich kann das nicht. Und das in einer unglaublichen Wiederholungsschleife, sodass du es wirklich auch glaubst. Die Gedanken, die wir haben, die bestimmen unser Leben. Der innere Dialog, den du hast als Mama, wie du mit dir sprichst, ob du gestresst bist, überfordert oder dich kraftvoll fühlst, egal wie, die Gedanken beeinflussen dich und sie laufen vor allem wie auf Autopilot. Die ganze Zeit. Bevor wir näher zu den Glaubenssätzen, bevor ich hier näher in dieser Episode zu den Glaubenssätzen eingehe, mag ich dir einfach mal, das ist so ein bisschen, ich grinse hier, mein Herzensthema, die Sprache. Es läuft alles über Sprache hinaus und ich merke auch immer wieder, wie die Linguistin in mir rauskommt. Die Kraft der Sprache ist einfach so unglaublich, unglaublich mächtig.
Sprache ist nämlich nicht einfach Kommunikation. Sie ist die Art und Weise, wie wir unsere Welt verstehen, wie wir unsere Realität kreieren. Die Sprache, die wir sprechen, die Töne, die wir sagen, ob hoch oder tief und alles, wirklich alles, was wir mit der Sprache transportieren, ist ein unfassbares Werkzeug und noch viel mehr ein Instrument, das uns befähigt, Information zu transportieren und Emotion zu transportieren und noch so viel mehr. Wenn du mal überlegst, was Sprache mit dir macht, welche Wörter Emotionen in dir hervorrufen, mag ich jetzt direkt quasi live mit dir einfach mal überlegen, welche Bilder in dir hervorkommen, wenn du folgende Wörter hörst. Liebe, Lachen, Libellen, Corona, Krebs, Krankheit. Ich bin mir ganz sicher, bei jedem dieser Wörter ist bei dir ein Bild entstanden, das ganz automatisch deine Körperreaktion beeinflusst hat. Du hast ein Bild bekommen und in dir drin ist etwas ausgelöst worden. Vielleicht ein kleines Lächeln, vielleicht Wärme, vielleicht ist dein Herzschlag ganz kurz schneller geworden, als du Krankheit oder Corona oder Krebs gehört hast. Egal wie, die Wörter, vor allem die emotionalen Wörter, die werden im Gehirn erkannt, sie werden verarbeitet und sie bleiben länger im Gedächtnis. Die Sprachwissenschaftler hier, die haben sich über die letzten, ich weiß nicht, Jahrhunderte, natürlich schon Jahrtausende eigentlich, ist ja Thema Sprache schon ganz relevant. Und die haben sich da schon eine richtige Battle gegeben, dahingehend, ob wir eigentlich denken, weil wir Sprache haben oder denken, also wie ist unser Denken letztendlich in Bezug auf unsere Sprache aufgebaut, so. Und wenn ich da jetzt Wilhelm von Humboldt nehme, der hat nämlich zum Beispiel gesagt, der Mensch denkt nur vermittels der Sprache. Man kann das Ganze noch steigern, wie es Wittgenstein gemacht hat, der gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und hier sind auf der Suche nach Antworten bei den Linguisten bezüglich der Kraft der Sprache und wie Sprache unser Denken formt, sind ganz verschiedene Hypothesen entstanden. Da gibt es zum Beispiel die Sapir-Whorf-Hypothese, bei der besagt wird, dass jemand so denkt, wie der Wortschatz und der Grammatik seiner Muttersprache ist. Also die Sprache ist damit der Prägestempel für die Art und Weise des Denkens. Noam Chomsky, ein ganz bekannter Linguist, ein Universalist, hat es genau anders gesehen. Der sagt, allen Menschen liegt dasselbe Denkmedium zugrunde, ein mentales, also die Sprache der Gedanken. Egal wie, das war jetzt auch schon der Exkurs, der linguistische Exkurs, einfach um dir zu zeigen, wie unglaublich tief man in dieses Thema einsteigen kann. Und wir haben jetzt gerade nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Egal wie, unsere Sprache, unsere Worte ist ganz eng verflochten mit der Art und Weise unseres Denkens. Und natürlich denken wir auch in unserer Muttersprache. Also unsere Gedanken sind unsere Sprache. Und jetzt stellt sich doch logischerweise die Frage, wo kommt es eigentlich her? Es gibt unterschiedliche Zahlen. Was wir uns merken können oder was du dir merken darfst, ist, dass es ungefähr 60.000 Gedanken pro Tag in deinem Kopf gibt. Du denkst eigentlich die ganze Zeit. Es gibt sehr wenige stille Momente, die du dann erreichen könntest, also das Denken quasi zur Seite zu nehmen, wenn du wirklich schon fortgeschritten meditierst. Beim Meditieren ist der Versuch da, die Gedanken gar nicht aufkommen zu lassen oder wirklich repetitiv eine Sache zu wiederholen, ein Mantra zu wiederholen, um die Gedanken auszuschalten. Und wenn du meditierst, dann weißt du, wie schwer das ist, die Gedanken zur Seite zu schieben. Von all den vielen Gedanken, die wir denken, sind 95% unterbewusst. Und von diesen vielen unterbewussten Gedanken wiederholen wir 80%. Das heißt, das, was du über dich denkst, und das Spannende ist, dass die Menschen grundsätzlich die Gedanken haben über sich. Also das finde ich so lustig, ich sitze hier und grinse, ich finde es so crazy. Wir denken uns so oft, was denken denn die anderen? Ja, was sagt die Nachbarin, was sagt mein Mann, was denkt mein Kind, wenn ich so und so handle? Was denkt meine beste Freundin?
Aber tatsächlich, diese Gedanken sind so irrelevant, weil jeder so über sich denkt. Jeder denkt von sich. Also es ist nie so, dass wir uns wirklich Gedanken über den anderen machen, sondern wir sind ständig mit unseren Gedanken über uns beschäftigt. Und je nachdem, wie wir über uns denken, wie wir uns lieben und liebevoll mit uns umgehen, uns im Spiegel anschauen und sagen, hey, ich liebe dich. Oder wenn wir abwertend mit uns sind und sagen, habe ich schon wieder nicht geschafft, was bin ich nur für eine schlechte Mutter, nie kriege ich es hin. Und wir wiederholen das in einer Dauerschleife, dann schaffen wir einfach unfassbar starke Synapsen, Nervenbahnen im Gehirn, die immer wieder durch das ständige Wiederholen derselben Gedanken unser Gefühl in Gang bringen. Und hier ist es ganz wichtig für dich zu verstehen, dass unsere Gedanken ein Gefühl auslösen. Denn die Gedanken, die du hast, lösen natürlich ein Bild aus. Das hatten wir ganz kurz vorher in dem Live-Test sozusagen. Wenn du an Liebe denkst oder an ein Tier denkst, du hast sofort ein Bild im Kopf. So funktioniert unser Körper, so funktioniert unser Gehirn. Wir denken in Bildern. Und wenn ich mir die ganze Zeit denke, ich bin eine schlechte Mutter und ich kann das nicht, dann habe ich da auch ein Bild mit verknüpft, eine Erfahrung, eine Erinnerung an eine Situation, die sich in meinem Gehirn sozusagen eingebrannt hat. Und diese Erfahrung steuert meine Emotionen. Ich fühle mich dann aufgrund meines Gedankens dementsprechend traurig, gereizt, hilflos, unmotiviert. Oder natürlich, wenn ich positive Gedanken habe im Sinne von wohlwollenden Gedanken, förderlichen Gedanken, kann ich mir natürlich auch freudig fühlen, geliebt fühlen und glücklich sein. Die Glaubenssätze sind also wiederholende Gedanken, die wir für wahr halten. Wir denken bestimmte Gedanken immer wieder und halten die für wahr. Die Glaubenssätze, von denen wir beeinflusst werden, die ganz viel unterbewusst sind, die sitzen im limbischen System. Das ist unser Unterbewusstsein. Dort laufen alle biologischen Programme ab, die dort gesteuert werden. Sind hier gewisse Gedanken, gewisse Glaubenssätze, Überzeugungen, die für uns in der Regel ja nicht dienlich sind, einprogrammiert, dann läuft das Programm wie ein Diener, der die Befehle seines Meisters befolgt. Das heißt, du läufst aufgrund deiner Gedanken, deiner Glaubenssätze, die unterbewusst in dir drin sind, genauso wie es eben einprogrammiert ist. Diese Fähigkeit oder diese Tatsache, dass wir im Unterbewusstsein Gedanken haben, ist etwas, was sich Politik, Medien, Werbung natürlich zunutze macht. Wir wissen, Gott sei Dank, und ich finde das so unglaublich, diese Kenntnisse aus den Neurowissenschaften, wir wissen, wie wir Glaubenssätze gestalten können, wie wir diese Macht der Bilder und die Emotionen in uns auslösen, auch für uns nutzen können. Und natürlich hat alles Licht und Schatten. Das heißt, wenn ich weiß, wie ich jemanden beeinflussen kann ins Negative, sodass der im Mangel ist und im Getrenntsein ist, so kann ich natürlich genau dieselben Erkenntnisse für mich nutzen und mir gute, für mich dienliche Glaubenssätze in mir heranwachsen lassen. Dieser Konditionierungsprozess, den wir auch für uns nutzen können, und zwar im positiven Sinne, funktioniert derart, dass du eben Bilder bekommst durch Wörter, durch die Kraft der Sprache, die in dir Emotionen hervorbringen lassen. Wenn wir jetzt mit Bildern, die uns Angst machen, die uns schockieren, die Schmerzen sichtbar machen. Wir haben ja Spiegelneuronen, das heißt, wenn ich jemanden sehe, auch einen Film zum Beispiel sehe, in dem es Gewalt gibt, jemand verfolgt und so weiter, dann sind wir ja richtig wie paralysiert. Wir sind da richtig im Trance-Zustand und schauen diesen Film an. Und weil wir Spiegelneuronen haben, empfinden wir ja auch die Emotionen, die wir da sehen. Jetzt funktionieren wir biologisch so, dass wir auf alle Fälle überleben wollen. Wir wollen immer überleben. Unser Gehirn ist gemacht, um zu überleben. Denn Evolution heißt, ich gewinne und überlebe und kann fortbestehen oder ich verliere und sterbe. Das heißt, unser Gehirn ist immer interessiert daran, das Negative sich gut zu merken, damit es gut überleben kann. Wenn wir also jetzt über Angst oder mit Angst Bilder sehen oder im Schock oder in der Verwirrung sind,
dann passiert etwas ganz Entscheidendes, nämlich unser analytischer Verstand wird durch diesen Fight-or-Flight-Modus in uns drin. Also wir sehen etwas, wir hören etwas, was uns vom Gefühl her in die Angst bringt, in den Schock bringt, in die Verwirrung bringt. Und in diesem Fight-or-Flight-Modus, in dem wir sind, in dem du auch bei der Wut bist, da können wir nicht mehr denken. Da ist unser analytischer Verstand, der Neokortex, ausgeschaltet. Das heißt, das Bewusstsein ist in dem Moment der Emotion Angst, wo unser Gehirn ganz aktiv ist, weil es ja versucht zu überleben und im Angstzustand natürlich schnell das Weite sucht oder eben sich merkt, was es jetzt tun kann, welche Reaktion es hervorbringen kann. In diesem Moment ist unser Neokortex einfach ausgeschaltet, analytischer Verstand off. Und damit ist aber auch der Weg ins Unterbewusstsein geebnet. Werden wir also jetzt in dem Moment Bilder gezeigt und Sätze gesagt, die mit Angst, die in mir Angst hervorbringen, die in mir Schock und Verwirrung hervorbringen, dann speichere ich automatisch in meinem Unterbewusstsein eine gewisse Glaubenssatzregel. Wir finden so etwas in den Medien, in der Werbung. Die Werbung nimmt sich so etwas wunderbar her, gerade dann, wenn du müde bist, am Abend, wenn du Fernseh schaust, du bist schon, dein Gehirn ist quasi schon in einem sogenannten Alpha-Wellenzustand. Du bist einfach müde, da laufen die Frequenzen, die Schwingungen sind anders. Du bist eben nicht mehr wach. Dann bist du einfach auch mehr suggestibel für die Botschaften, die du eben erhalten sollst. Und wenn das Ganze noch mit Emotionen gekoppelt ist, die dir Angst machen, Schock, Verwirrung und damit natürlich dein grundbiologisches Wollen, sicher zu sein, Orientierung zu haben. Sicherheit ist uns ganz wichtig. Wir haben so sehr das Bedürfnis nach Sicherheit. Und wenn das umgangen wird, dann ist quasi der Weg ins Unterbewusstsein geebnet. Für dich als erwachsene Mama heißt das ganz klar, überlege dir, bezogen auf Glaubenssätze und wie Glaubenssätze entstehen, was du anschaust, wirklich, also welche Filme du schaust, welche Nachrichten du konsumierst, schau mit einem wachen Auge, mit einem Bewusstsein, mit einer Bewusstheit Werbung an oder auch Reden an, die du vielleicht hörst und entdecke, ob dir Angst gemacht wird, ob Angst in dir ausgelöst wird, weil in dem Moment, wo wir Angst haben, ist einfach der analytische Verstand ausgeschaltet. Dann geht es nicht mehr gut zu denken. Gleichzeitig ist es natürlich für die Erziehung unfassbar wichtig zu verstehen, dass wir in dem Moment, wo Erwachsene Kindern Angst machen, genau das Gleiche passiert. Genau das Gleiche. Und ich erinnere mich hier oder ich mag dir da mitteilen, die Glaubenssätze, die wir in der Erziehung haben. Da habe ich einen Blogartikel dazu, den werde ich dir in den Shownotes verlinken. Und es ist nur ein kleiner Teil an Glaubenssätzen, den wir so in der Erziehung haben. Wenn wir aber letztendlich Angst haben oder Kindern Angst machen, dann prägen wir einfach aufgrund unseres biologischen Systems diese Sätze, was da gesagt wird, das, was ich daraus mache als Kind, das präge ich mir ein. Das betrifft jetzt so viele Sachen. Das kann sowas sein wie, du kannst es nicht schaffen, dafür bist du nicht gut genug. Die klassischen, wenn du jetzt nicht dann, Sätze, die einem Angst machen, weil man Angst hat vor einer Bestrafung, die in dem Fall kommt. Bestrafung grundsätzlich und der dahinterliegende Gehorsam, der schafft in uns Angst und wir kreieren daraufhin bestimmte Glaubenssätze. Also wenn ich etwas tue, dann ist mein Papa oder meine Mama verärgert und dann muss ich mit Liebesentzug rechnen. Es entstehen also auch Glaubenssätze, logischerweise in der Kindheit. Das heißt, in der Art und Weise, wie Erwachsene mit Kindern reden, auf der einen Seite, wie sie quasi agieren aufgrund ihrer eigenen Gefühle. Also welche Gefühle haben Eltern, welche Gedanken zuerst haben Eltern, welche Gefühle entstehen daraus und daraus entsteht die Handlung. Kinder speichern sich die ab, weil sie natürlich dann, auch wenn sie das hören und wenn sie Bilder dazu sehen, sich dementsprechend auch Glaubenssätze kreieren, aufgrund von der Erfahrung und den Erlebnissen und Ereignissen in ihrem Leben. Gleichzeitig, und das war tatsächlich auch in meiner Community verbunden sein, so ein Moment, sag ich mal, der ein Aha gebracht hat einerseits und auch mit einem gewissen Schmerz einhergegangen ist. Wir wissen, dank der Neurowissenschaften und der Fähigkeit, eben die Alpha, Beta, Theta-Wellen im Gehirn messen zu können,
dass Kinder bis zum 7. Lebensjahr im sogenannten Theta-Wellenzustand sind. Hinweis, das kann man natürlich nie genau sagen, das 7. Lebensjahr, aber so ungefähr die Zeit zwischen 0 und 7 ist einfach maximal prägend dafür, was wir glauben, wem wir was glauben. Und zwar deswegen, weil das Gehirn in so einem kognitiven, krassen Entwicklungszustand ist, dass Kinder wirklich, und das Gehirn der Kinder, alles wie ein Schwamm aufnimmt. Sie nehmen das, was sie hören, ungefiltert auf. Sie speichern das, was sie erleben, als ihre Wahrheit ab. Das heißt, in der Zeit, und das ist so besonders in der Zeit, wo wir Mamas das erste Mal Mütter sind und einfach sind, wie wir sind, gut sind, so wie wir sind, auch nicht reflektiert sind. Genauso war ich es ja auch. Und bin es immer noch. Und ich habe so viele Glaubenssätze. Und ich stelle jeden Tag wieder neue fest und denke mir, ich weiß gar nicht, wann ich an all diesen Glaubenssätzen arbeiten soll. Und oh Gott. Und ich habe meinen Kindern schon so viele krasse, doofe, unnütze, bescheuerte. Zum Glück ist es mein Podcast, da kann ich all diese Wörter sagen, ohne dass sie gestrichen werden. Ich habe meinen Kindern schon so viele blöde Glaubenssätze mitgegeben, wo ich so merke, oh, ich hätte es so gern anders. Es ist, wie es ist. Hier der Hinweis zu den spirituellen Zugang zur bewussten Elternschaft oder warum Spiritualität und bewusste Elternschaft so eng zusammengehören. Link dazu zu der Episode in den Shownotes. Jetzt kriege ich es fast nicht mehr raus. Was ich sagen will ist, ja, wir geben den Kindern bis zum 7. Lebensjahr wahnsinnig viele Glaubenssätze mit. Wenn wir sie selbst nicht bewusst haben, erst recht. Das heißt, es findet irgendwie durch diesen hypnotischen Zustand, in dem sich das Gehirn der Kinder befindet, eine unterbewusste Manipulation statt. Punkt. So ist es. Und was wir da machen können, ist, dass wir Awareness entwickeln. Awareness ist das englische Wort für Bewusstsein oder Bewusstheit eigentlich. Awareness ist, dass mir das bewusst wird, dass ich erkenne, okay, die Dinge, die ich über mich denke, sind die wahr? Die Dinge, die ich über mein Kind denke, sind die eigentlich wahr? Die Dinge, die man mir erzählt hat, sind die eigentlich wahr? Stimmt das eigentlich, was ich im Fernsehen sehe oder was mir Politiker erzählen, was mir meine Freundin heute gesagt hat? Stimmt das eigentlich? Und was macht das mit mir? Wie fühle ich mich bei dem Gedanken? Wie fühle ich mich bei dem Glauben? Will ich das eigentlich glauben? Und auch hier mag ich dir einfach unbedingt sagen, du bist 100% verantwortlich für das, was du denkst, was du fühlst und wie du handelst. Du kannst immer entscheiden, was du denken möchtest. Du allein bestimmst, was du denken möchtest. Spannend ist es, wenn wir natürlich die Glaubenssätze im Unterbewusstsein haben. Und da stellt sich die Frage, wie kriege ich die raus? In Verbundensein, in meiner Community, habe ich da meinen Kurs zum Thema Glaubenssätze. Du kannst Glaubenssätze verändern. Wir können Glaubenssätze verändern. Es bedarf Training. Denn das, was wir denken und wie wir handeln, haben wir ja hunderttausende Male wiederholt. Unser ganzes Leben besteht darin, dass wir aufgrund unserer Glaubenssätze handeln und reagieren und tun. Und wenn wir anfangen, ins Gespräch zu gehen und uns zu hinterfragen und zu sagen, warum glaube ich eigentlich, dass ich das nicht kann? Wer hat mir das eigentlich erzählt, dass ich keine Weltreise machen kann? Wer hat mir eigentlich gesagt, dass ich nicht fähig bin, eine glückliche Partnerschaft zu führen? Wer sagt eigentlich, dass ich als Mama nicht auch arbeiten kann? Was auch immer es ist, dieser erste Moment zu hinterfragen und jetzt kommt es, sich mit sich zu verbinden. Und darum geht es so sehr auch in Verbundensein in meiner Community mit den Mamas. Der erste Schritt ist diese Verbindung zu sich selbst, aus diesem 95-prozentigen Glaubenssatzmodus einen Moment auszusteigen, sich in die Stille zu begeben und zu sagen, warum glaube ich das eigentlich? Was ist denn das für eine Stimme in mir drin, die mir da Sachen erzählt? Die Glaubenssätze, die steuern uns nämlich im Alltag die ganze Zeit bei deinen Entscheidungen. Wenn du zögerst, statt eine Chance zu ergreifen, dann zögerst du vielleicht, weil du dir denkst, das habe ich nicht verdient oder ich bin nicht gut genug. Oder wenn du denkst, du musst perfekt sein. Das ist zum Beispiel meins. Es ist wirklich immer wieder sehe ich das, dass ich mich so bemühe und es wirklich quasi perfekt machen will, obwohl ich weiß, dass ich es nicht perfekt machen will und doch nochmal es verändere, anstatt es zu lassen. Also auch dieses Angst vor Fehlern.
obwohl der kognitive Verstand weiß, dass sie gut sind. Und doch ist die Handlung aber anders. Das heißt, sich da auch wirklich so selbst zu beobachten und zu erkennen, okay, in den Beziehungen, in meiner Kommunikation, in meiner Arbeit, da ist das Thema Perfektsein. Ich erinnere mich gerade auch an eine Mama in Verbundensein, die genau das auch bei sich festgestellt hat, dass zwar dieser eine Glaubenssatz in der Beziehung Beruf vielleicht schon verändert wurde, aber dann in der Beziehung mit den Kindern noch vorhanden ist. Und diesen Mut zu haben und hinzuschauen, zu sagen, oh krass, ich sehe dich, du Glaubenssatz, du bist hier next level. In diesem Bereich habe ich dich noch gar nicht erkannt, aber jetzt sehe ich dich. Und hier beginnt die Veränderung. Und die beginnt eben nur, wenn wir in Beziehung mit uns sind, wenn wir uns spüren und wenn wir Lust haben, motiviert sind, von innen heraus motiviert sind, zu sagen, ich will da mal hinschauen. Was du daher machen kannst in deinem Alltag sind 2 ganz entscheidende Dinge. Erstens, du kannst dir zuhören. Zuhören, was du alles sagst. Hör dir zu, was du laut sagst, zu dir selbst. Zum Beispiel, wenn irgendwas nicht klappt, sagst du dann sowas wie, ach, ich bin ein Idiot. Und natürlich auch, was du zu anderen sagst. Wie du über andere denkst, wie du laut über andere denkst sozusagen. So der Nachbar, das ist ein Egoist oder so. Sich einfach selbst zuzuhören. Und der zweite Punkt ist natürlich, sich selbst zu hinterfragen. Mit der wichtigsten Frage überhaupt, nämlich, wer möchte ich sein? Welche Art Mama, Mutter, Frau, Mensch möchte ich sein? Und was möchte ich eigentlich glauben? Vielleicht hilft es dir heute einfach mal zu überlegen, welche Sätze du über dich selbst glaubst. Also was sagst du dir selber? Diese 60.000 Gedanken am Tag, vielleicht magst du einfach mal 10 Minuten hinhören. Das ist auch eine Übung, die wir in Verbundensein haben. Nämlich einfach mal mit dem Timer 10 Minuten aufschreiben, was du alles für Gedanken hast. Wirklich wie am Schnürchen ein Papier nehmen, einen Zettel und einen Stift und dann schreibst du einfach mal auf, was dir alles einfällt. Das ist so spannend zu sehen, welche Gedanken da plötzlich aufkommen, wie du dich abwertest, was du an Mental Load letztendlich auch hast und diese Gedanken einfach mal ins Bewusstsein zu bringen. Und dann, das ist mir total wichtig, dadurch, dass du spätestens jetzt weißt, dass unsere Gedanken natürlich unsere Gefühle beeinflussen, unsere Gefühle, unsere Handlung und wir, ob wir wollen oder nicht, unsere Kinder unterbewusst unsere Gedanken ja mitteilen oder unsere Glaubenssätze übertragen. Das findet statt. Und ich weiß, dass das ein Schmerz ist, vor allem wenn du dir über einige Glaubenssätze inzwischen bewusst wirst und dir denkst, oh mein Gott, was habe ich in den letzten 7 Jahren nur gedacht? Dann möchte ich unbedingt, dass du jetzt in diesem Moment dich umarmst. Denn es ist, wie es ist. Wir sind nicht perfekt und genau hier begleite ich dich in diesem Verständnis. Die Dinge kommen zu seiner Zeit. Es hat alles seinen Grund. Es hat wirklich alles seinen Grund. Und es geht überhaupt nicht darum, perfekt zu sein als Mama und alles glatt laufen zu lassen, sondern dem Leben zu vertrauen und deiner Chance zu wachsen zu vertrauen, deinem eigenen Entwicklungsprozess zu vertrauen und letztendlich mit jeder Erkenntnis, die du heute hast, die Heilung anzustoßen. Die Heilung deiner eigenen Themen, die Heilung von Generationenthemen, die du übertragen bekommen hast von deinen Eltern, von den Großeltern. Es ist ja nicht so, dass das alles von dir kommt, sondern dass ja vieles ja in dir drin ist, was ja dir gar nicht gehört. Und hier sozusagen einen Stopp zu setzen, zu sagen, jetzt habe ich's. Das, was schon seit Generationen auch in mir drin ist, was man in meiner Zellinformation letztendlich sehen kann, das stoppt heute. Heute stoppt's. Und das ist etwas, dieses eine Ding, das gebe ich nicht mehr weiter. Das habe ich jetzt im Bewusstsein. Jetzt kann ich drüber sprechen. Jetzt kann ich es auflösen. Ich kann es heilen. Ich kann es vergeben. Und das ist ein Baustein, um das sich mein Kind nicht mehr kümmern muss. Das war heute eine intensive Folge, die sich einfach aus den Gesprächen in meiner Community Verbundensein auch so ergeben hat. Und ich einfach so sehr den Impuls hatte, über Glaubenssätze zu sprechen und mit den nackten Tatsachen mal zu kommen, wie das eigentlich entsteht. Und dir zu sagen oder dich daran zu erinnern, wenn du diese Podcast-Episode hörst, dass die Reise immer
mit der Bewusstheit beginnt, mit der Awareness, mit der Klarheit, mit diesem Erkennen, mit der Reflexion, was eigentlich wirklich ist. Und die Sprache, die Macht und die Kraft der Sprache, die man sowohl negativ als auch unbedingt positiv nutzen kann. Nimm dieses Werkzeug, nimm dieses Instrument für dich und nutze deine Sprache für dich. Entscheide in 100%ige Verantwortung, was du glauben willst, wem du was glauben willst. Und ja, leb dein Leben, weil du bist hier. Es ist kein Zufall, dass du da bist. Es ist was unfassbar Besonderes, dass du hier bist. Und jeder negative Glaubenssatz ist einfach nur eine Geschichte, die dich klein hält. In diesem Sinne freue ich mich, dich bald, ja vielleicht, wenn du magst, in Verbundensein begrüßen zu dürfen, wo wir genau dieses Thema angehen werden, nämlich was willst du im Leben, wo willst du hin und welche Glaubenssätze hindern dich und wie können wir sie transformieren. Ich danke dir so sehr, dass du heute dabei warst, dass du zugehört hast, dass ich dich habe inspirieren dürfen, hoffentlich, und freue mich, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle begegnen. Fühl dich fest umarmt. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Sonne und Kraft und Energie und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bis bald. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.